Ich bin mitten ins tiefste Afrika gereist, in den Hwange-Nationalpark in Simbabwe. Hier möchte ich mich die nächsten Tage einer Anti-Wilderei-Einheit anschließen. Ich will wissen, warum Menschen wilde Tiere töten und wie man sie beschützen kann. Okay, wir haben jetzt 10 vor 6 und ich glaube, es ist Zeit zum Aufstehen. Also der heutige Tag beginnt mit Morgensport der Anti-Wilderei-Einheit. Doch schon der erste Morgen beginnt mit einem Problem. Um von meinem Lager zu den Baracken der Ranger zu kommen, müssen wir durch die Wildnis. Das Problem ist, hier leben Löwen. Vor allem nachts und in den frühen Morgenstunden gehen sie auf Jagd. Deshalb wird mir erstmal erklärt, worauf ich Acht geben muss und was der Plan ist, wenn uns ein Löwe gegenübersteht. So what we're looking for is we see any little black things flicking. Black things flicking. So that'll be their tail. If we see their tails flicking, then we need to face them. And then you need to grab hold of my bag. And then what we'll do is we walk out very slowly. Falls ihr euch gerade fragt, wer der glatzköpfige Typ ist, der hier sein einjähriges Baby durch das Löwengebiet trägt, das ist Nigel Kuhn. Nigel ist Head of Field Operations, also der Chef im Einsatzgebiet der Wilderei-Einheit und, wie sage ich das jetzt politisch korrekt, ein Badass Motherfucker. Nigel ist gebürtiger Simbabwer, hat aber viele Jahre im britischen Militär gedient. Jetzt nutzt er seine Erfahrung als Soldat, Tierexperte, Spurenleser und ausgebildeter Rettungssanitäter, um hier im Busch eine Wilderei-Einheit zu trainieren. Zusammen beschützen sie wilde Tiere über viele 1000 Quadratkilometer Land und dafür muss man fit bleiben. What's that? Leopard. It's leopard. Yeah. So it looks like a small female. The thing is road. Leopards and lions generally favor the easier routes for walking. So as soon as you put a road in, They use it. they use it, yeah. Did you ever encounter a lion when you're on this track, like bringing your son No, I've to the Nandi or something? never seen a lion on this road. Like if I'd heard lions close by last night, I probably wouldn't have walked with them. Ah ja. Der Grund, warum ich mich also überhaupt hier frei bewegen kann, ist, dass Nigel mich in seine Obhut genommen hat. Und nach einem kurzen Spaziergang im Licht der aufgehenden Sonne über Afrika sind wir in unserem Ziel angekommen und bereit, die Truppe zu treffen. Ich will die Ranger besser kennenlernen und in ihre Arbeitswelt eintauchen. Aber dafür muss ich erstmal beim Morgensport mitmachen. Team 1, grab on the goobus. Okay, it's going to be walking from that point. Walk, run to here. While one person's walking, other team members are going to be doing burpees. Hier bin ich also. Die Ranger und ich werden in 3 Gruppen A3 Teammember eingeteilt. Ich würde zwar behaupten, dass ich einigermaßen fit bin, aber ob ich wirklich für das gewappnet bin, was mich hier erwartet, seht am besten selbst. The pressure! Oh! 30 seconds! Ach du Scheiße. You do this every morning? Yeah. You're kidding me. One more! Ich muss gleich kotzen. How do you feel? I'm exhausted. Well done. Okay, das war giga anstrengend. Ich bin wirklich kurz vorm Kotzen gewesen. Die Atmosphäre hier ist super freundlich und super organisiert. Also es ist nicht so militärfilmmäßig, dass sich hier angeschrien wird, wenn jemand mal eine Übung nicht richtig macht, sondern Nigel managt das sehr, sehr liebevoll und rücksichtsvoll. Am Ende gab es nochmal eine Yoga-Dehnings-Sessions. Er hat jeden Einzelnen gefragt, ob er eine Verletzung hat. Und die tatsächlich Verletzungen oder Schmerzen hatten, denen hat er Tipps gegeben. Ich bin jetzt richtig im Sack. Die machen jeden Morgen Sport. Mal gucken, ob ich es schaffe, jeden Morgen mitzumachen. Gleich gibt es erstmal eine Roomtour von den Kasernen hier. And maybe just for the camera again, can you tell me your name? My name is Tabani Mpofu. And how long have you been here? I've been with CW since we started in November 2017. Since the very beginning. Yeah, presently we are 20. Each room is accommodating 4 people. Currently we have 3 ladies. 3 ladies. They are occupying this first room. So everybody can join. It doesn't matter if man or woman, everybody can. Yeah, it doesn't matter. Yeah. Equal opportunities. Yes, that's great. Was man direkt sehen kann, die Ranger hier genießen keinen riesigen Luxus. Die Zimmer werden zu viert geteilt, das Mittagessen auf offenem Feuer gekocht, es gibt keine Stühle oder Tische zum Essen und das Gym-Equipment. Naja, sagen wir mal, es ist sehr improvisiert. Do you sleep well here? Yeah. Yeah, you sleep well? Yeah, we sleep well, but we hope as time goes on we shall have more space. Yeah. They're quite small, the rooms, eh? Yeah, they are small. And can you tell me your name again? Absalom Gandhi. Absalom Gandhi. Nice to meet you. Thank you, sir. And you're the dog trainer? Yes. Yes. And you as well? Yes. Yes, nice to meet you. I'm Niklas. Welcome. Here we've got dried meat for buffalo. Then we've got ivory. Then is dried meat for elephant. Yeah. Then this is ammunition. Hinter mir ist gerade ein Hundetraining aufgebaut. Diese Hunde werden darauf trainiert, gewisse Schmuggelsachen zu finden, die hier in den Nationalpark eingeschleppt werden. Ammunition. Ja, okay.
Die Organisation, die ich hier begleiten darf, nennt sich Conservation and Wildlife Fund Wangi. Es ist eine auf Spenden angewiesene NGO, die sich zu großen Teilen über Mitgliedsbeiträge finanziert. Als Junior Ranger verdient man hier umgerechnet etwa 230 € im Monat. Das klingt jetzt erstmal nach erstaunlich wenig, doch in einem Land, in dem ein Großteil der Einwohner auf etwa €1 pro Tag überleben muss, kann so ein Gehalt einen großen Impact haben. So people poach for a number of reasons. The baseline reason which leads to all poaching is poverty and inability to earn a daily wage and support your family. Some people might be poaching because they're trying to put food on the table. Some people might be poaching because they don't have a better idea on how to earn a living. And then some people get taken advantage of by wildlife syndicates. They'll work for $50 a day or $50 a 10 days to poach 3 elephants. They're going up against, in many cases, armed poaching units. They're seen as an expendable asset that can be disposed of and renewed just as easily. Um Wilderei nachhaltig zu bekämpfen, muss man erst verstehen, dass Wilderei nur das Symptom ist und nicht die Ursache. Mittlerweile befindet sich der Wangi-Nationalpark seit Jahrzehnten in einer Art Wilderei-Epidemie. Früher gab es hier Büffelherden, die zu vielen Tausend durch die Landschaft zogen. Jetzt sind es nur noch wenige hundert. Auch die Populationen von Antilopen, Löwen oder Wildhunden gehen immer mehr zurück. Und die Nashörner? Nun, davon gibt es im gesamten Nationalpark nur noch 2. So right now, we are on the border where the eastern border and the southern border meet of Wangi National Park. This is the southern border of Wangi National Park. And we've got our little sanctuary here that was given to us by these 2 villages. The grazing rights were given to us specifically for the rhino. And what we're doing is looking at securing these 2 animals, trying to get the species back into this area. And currently this is the pilot project for that. So yeah, we used to have about 140 here, and then the last one was killed in this area in about 2004. Can you tell me why people go ahead and kill rhinos? For the horn. And there's a couple of reasons why they want the horn. In the Asiatic markets, it's generally due to they feel like it can give them some sort of medicinal gain or medicinal advantage, particularly in the bedroom. If I was to go ahead and poach a rhino, like how much could I make from that? So I've heard the price is as high as $93,000 a kilogram. Generally, I mean, you can get some really big horns. 72 inches or 74 inches, I believe, is the longest horn that's ever been recorded. And that would probably be in the region of 26, 27 kilograms. Richtig gehört. Das Horn eines Nashorns bringt bis zu $90.000 pro Kilogramm auf dem Schwarzmarkt. Das heißt, ein Horn, welches etwa 20 Kilogramm wiegt, kann die Verkäufer mal eben $1,8 Millionen reicher machen. Das Bescheuerte daran, all der medizinische Nutzen, den sich die Käufer davon erhoffen, hat das Horn gar nicht. Ein Experte auf dem Gebiet sagte einst dazu, da kannst du genauso gut deine eigenen Fingernägel kauen. Dennoch ist die Nachfrage danach so hoch, dass Nashörner mittlerweile vom Aussterben bedroht sind. Und deshalb werden die beiden Exemplare hier im Mvelo Sanctuary rund um die Uhr beschützt. Mit überraschenden Konsequenzen. We've got a huge issue around Wangi National Park where the local communities, so all of these villages and things like that make up Cholocho communal land, have a huge problem with the human-wildlife conflict. So where they come into contact with elephants, lions, hyenas, they generally lose. Elephants will come into these villages and absolutely destroy crops and sometimes houses and water points and things like that. Lions not so much, but hyena pretty much every single day. We're hearing about animals, cattle, donkeys, sheep, goats getting killed by hyenas. The main thing that we need to try and provide these guys is some sort of benefit. Because if we come up here, Nganyana and Ngamo, you'll probably find that a lot of people are very positive about Wangi National Park because they get a lot of tourism that visits their villages. Further south and the further west you go, very little tourism happens here. In fact, the further west you go, no tourism happens here. If you went down here and asked them what you thought about the park, they would say, well, what does the park actually give me? Nothing. So we have these rhino here. Guests come and see the rhino. They pay a ticket. Okay, the ticket, about 40% of that ticket goes to an account currently we hold for these guys, and they decide how they're going to spend that money. But
Because all of my guys come from these villages, the 60% of the ticket price that I get for wages, for ammunition, for food, for uniforms and all that sort of stuff, goes essentially to them. Yeah. And once they get their pay packet, where they're going to spend their money? In the local economy. The majority of the money at the moment is getting spent on the clinic at Ngamo, where Imvelo has built half of the clinic using philanthropy, using donor money. These guys now are currently enjoying some sort of mid-level clinical care for free. Guests who come here, they end up paying for that health care. Okay, so now we're providing a benefit, and it shows already. These guys are very positive about this project. So much so that these guys, these villagers over here, came and we had a massive meeting with them, and they said, bring rhino to our area. So just think about the mental shift that they're going through. Yeah. They're basically saying, we'll give you this 1,000 hectares of land, some of our prime grazing land, so that you can put wildlife back in there, even though wildlife for these people is their main enemy. September, hopefully, another 2 bulls in here. In Teil 2 der Anti-Wilderei-Doku gehen wir auf Patrouille mit den Rangern, finden Fußspuren, lernen, was passiert, wenn man auf Wilderer trifft und finden die Fallen, mit denen tausende Tiere hier jedes Jahr getötet werden. Wir interviewen einen Ex-Wilderer, der die Seiten gewechselt hat und jetzt als Ranger arbeitet, und was für Community-Projekte Nigel plant, damit das Wildereiproblem in seinem Gebiet nachhaltig angepackt werden kann. Das alles nächste Woche hier auf meinem Kanal. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, freue ich mich, wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft abschließt. An der Stelle vielen Dank an Adrian, der das L-Paket gebucht hat, und an alle Leute, die aktuell im S-Level sind. Ansonsten abonniert den Kanal gerne, liked dieses Video und teilt es. Bis zur nächsten Woche. Ciao.